Ich zeige euch heute eine Weltneuheit. Also so richtig neu ist es nicht, denn bereits 2022 hat Audiodesign das Gerät hier schon präsentiert. Da war es schon zu 95% fertig, aber aufgrund der weltweiten Bauteilknappheit hat man es dann nie in die Produktion gebracht. Dann im März 2023 habe ich was in der K & HiFi gefunden. Hallo Elmar. Ja genau, ich rufe an, ich habe in der K & HiFi gerade die Anzeige zu der neuen ESX-Endstufe gesehen. Ja genau die. Hast du die zufällig da? Weil die testet sowas ja. Die gibt's noch gar nicht. Hast du eine Ahnung, wann die irgendwie zu euch kommt oder so? Irgendwann im Laufe des Jahres. Boah, toll. Ja, ich hätte die gerne mal irgendwie in den Fingern gehabt, weil das schon coole Werte. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Dankeschön. Tschüss. Leider hat das auch nicht geklappt. Einen Monat später, auf dem EMMA-Euro-Finale in Salzburg, konnte ich das Gerät dann das erste Mal in meine Hand nehmen. Es wurde dort nämlich parallel zum Quantum Elite 812 SP, einem DSP mit integriertem Media Player, vorgestellt bzw. das erste Mal gezeigt und ausgestellt. Einen Monat nach dem EMMA-Euro-Finale ging dann tatsächlich die Produktion los und ja, größere Stückzahlen wurden gebaut. Und was soll ich sagen? Eins davon ist hier und das gucken wir uns jetzt an. Also worüber spreche ich eigentlich die ganze Zeit und was ist das, was ich euch seit geraumer Zeit zeigen will? Was ist das, worauf ich die ganze Zeit warte? Genau das ist es. Es ist eine neue Endstufe. Diese Endstufe gibt es noch nicht auf dem Markt. Wenn ihr das Video jetzt gerade seht und es frisch rausgekommen ist, dann sind die meisten von diesen Geräten gerade auf dem Schiff und auf dem Weg nach Europa. Aber das hier ist gerade eine von den ersten 16, die vorab versendet wurden. Das heißt, das ist eine Vorab-Serie. Die ist noch nicht perfekt. Das heißt, es gibt ein paar Teile, die werden zu der Serie ein wenig anders sein. Aber nichtsdestotrotz ist da jetzt von der Technik her soweit schon alles safe. Von den Daten her ist soweit alles safe. Vom Design, ich würde sagen 99%. Vielleicht gibt es noch eine oder andere Stelle, wo das Logo anders aussehen wird oder sonst irgendwas. Aber ansonsten ist das Teil fertig. Es gibt auch noch einen kleinen Bruder dazu. Der kleine Bruder heißt VE900.7 SP. Hat also 900 Watt an 7 Kanälen verstärkt. Aber ich habe mir hier einmal den großen Bruder gekauft, wirklich das komplette Paket, auch mit dem großen DSP. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Also ich habe hier eine ESX Vision VE1300.11 SP. Wir nehmen es einmal auseinander. ESX, eine Firma, die gibt es seit Mitte der 90er Jahre, wird in Deutschland vertrieben von Audiodesign. Vision-Serie gibt es wirklich schon ganz, ganz lange. Und die VE steht für Vision Elite. 1300 ist die Leistung in EMS, die man aus der Stufe kriegen kann. 11 Kanäle, das heißt 11 verstärkte Kanäle. Und SP steht für Signalprozessor, das heißt, da ist ein DSP eingebaut. Das heißt, wir haben hier eine 11-Kanal-Endstufe, die insgesamt 1300 Watt liefern kann. Diese 1300 Watt teilen sich auf 9 Kanäle. Hier steht 9 mal 100. Diese 100 Watt beziehen sich auf 4 Ohm. Das heißt, diese Endstufe kann an 9 Kanälen 4 Ohm 100 Watt liefern, ist an diesen Kanälen aber auch 3 Ohm stabil. Und es gibt 2 Kanäle, die können 200 Watt an 2 Ohm. Das heißt, diese 2 Kanäle, die sogenannten Power-Kanäle, die können von 4 bis 2 Ohm belastet werden. Das sind mehr oder weniger die Endstufen-Specs, die wir hier haben. Das heißt, das ist halt die Endstufe, die da drin ist. Das heißt wirklich 11 Kanal-Endstufe. Damit kann man schon einiges machen. Das, was diese Endstufe, diese DSP-Endstufe aber so mächtig macht, ist natürlich der integrierte Soundprozessor. Deswegen hier steht das SP dran. Und zwar ist es ein Digital Full HD Audio 12-Kanal Signal Prozessor. Full HD steht an der Stelle, dass das komplette Gerät 96 Kilohertz kann. Das heißt, wir können da tatsächlich Full HD Audio reinspielen. Ich weiß nicht, ob der Name tatsächlich jetzt schon so durchsetzen wird.
Genauso wie Full HD im Fernsehen gibt es jetzt auch Full HD Audio. Und das ist jetzt halt nicht mehr 44,1, so wie es auf der CD war. Oder 48 Kilohertz, wie es auf einer DVD war. Sondern wir sind jetzt bei 96 Kilohertz, die, wenn natürlich das Eingangssignal passt, wir quasi spielen können. Genau. Und wir sehen hier ist eine kleine Diskrepanz. Wir haben hier 12 DSP-Kanäle und 11 Ausgangskanäle. Bedeutet, wir haben halt noch einen Ausgangskanal aus dem DSP, der Low-Level rauskommt, das heißt, den wir extern an eine weitere Endstufe anschließen können. Was macht diese Stufe noch interessant? Tatsächlich das integrierte Bluetooth, das heißt, wir brauchen jetzt keine Karte, keinen Stecker, kein Zusatzmodul oder sonst irgendwas, denn in dieser Endstufe, dieser DSP-Endstufe, ist bereits Bluetooth in vollster und neuester Technologie vorhanden. Was meine ich damit? Ganz einfach. Hier ist Bluetooth 5.0 verbaut und wir haben die Codecs aptX, aptX LL, aptX HD, AAC und SBC bereits alles inkludiert. Das heißt, alles, was man heute über Bluetooth spielen kann, kann man in dieses Gerät hier einfach rein streamen, direkt vom Handy aus. Ich würde sagen, nicht lang überlegen. Wir machen einmal die Kiste leer und gucken, was da alles drin ist. Das ist der Packungsinhalt, den wir gerade ausgepackt haben. Das heißt, wir haben eine Endstufe, diese falsch rum, so ESX Vision im wirklich neuen Design. Das heißt, dieses Design kenne ich bisher nicht von ESX. Ich habe keine Endstufen bisher gesehen, die so aussehen. Es ist ein neues Design und zur Verarbeitung kann ich sagen, das komplette Teil besteht komplett rundum aus Alu. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich von der Verpackung her, von Gehäuse her, kein Plastik. Wir haben ein beleuchtetes Logo, das werden wir irgendwann später mal sehen, wenn ich die Endstufe anschließe. Aber halt wirklich ein wirklich schweres Gerät. Ich habe es mal auf der Waage gehabt, wir reden hier von 2,8 Kilogramm. 2,8 Kilogramm, ja, Masse ist an der Stelle natürlich wichtig, um die Temperatur ein bisschen wegzukriegen. 1300 Watt kann man hier in dieser Stufe generieren, das ist schon viel. Von den Maßen her, wir sprechen hier von ca. 28 x 18 cm, in der Höhe sind wir knapp über 5 cm. Also wirklich, wenn ich das mal vergleiche zu der Stealth, die halt 4 Kanäle weniger hat, reden wir von 3 cm weniger hier, 4 cm weniger hier. Die ist so. Aber klar, hier sind 11 Kanäle und ein richtig krasser DSP drin. Wenn wir uns das mal tatsächlich hier angucken, also wir haben die Antenne so zur Seite. Das hier ist übrigens die Bluetooth-Antenne, die extern ausgeführt ist. Klar, das komplette Gehäuse ist aus Alu. Wenn wir jetzt hier drinnen eine Antenne hätten, dann wird da halt einfach nichts bei rumkommen, weil der Empfang halt schwer wäre. Deswegen eine außen geführte Antenne. Wir haben ein Mini-USB für den Computeranschluss. Wir haben einen optischen Eingang, genauso wie bei der Stealth auch. Das heißt, hier kann man halt optisch reingehen mit Full HD Audio oder sogar mehr. Wenn mich gerade nicht alles täuscht, ist hier 192 Kilohertz möglich. Wir haben die 8 Low-Level-Eingänge. Das heißt, wenn wir tatsächlich die Möglichkeit haben, Low-Level irgendwo rauszugehen, von unserem Radio oder sonst irgendwas, können wir hier tatsächlich Low-Level reingehen. Die ganzen Stecker, die gibt es dazu, zeige ich euch gleich. Gehen erstmal auf die nächsten Inputs, die High-Level-Inputs. Heißt, wenn ihr kein Low-Level-Signal habt, wenn ihr kein optisches Signal habt und wenn ihr auch nicht per Bluetooth reingeht, dann wollt ihr wahrscheinlich, das ist die einzige dritte Möglichkeit, ganz normal per High-Level rein. Heißt, die Lautsprecherkabel, die normalerweise zu euren Lautsprechern gehen, würdet ihr quasi hier rein tun und dann würde ich diese Endstufe quasi als Lautsprecher fungieren für eure normale Anlage und wird sich hier quasi den High-Level-Signal aus dem High-Level-Signal ein ordentliches Signal für den DSP holen. Dann haben wir Lautsprecherausgänge, an der Stelle hier 9 Kanäle. Das hier sind die 9 schwächeren Kanäle, das heißt, das sind die 9 Kanäle, die hier jeweils 100 Watt machen. Dann haben wir hier nochmal 2 Kanäle
für Kanal 10 und Kanal 11, wo 2x200 Watt rauskommen. Und wir haben noch 3 nach außen geführte Stromanschlüsse und 2 normale Stromanschlüsse, wo wir problemlos 20 mm Kabel reinkriegen und wo wir hier die Endstufe befeuern können. Über die 3 Pins des Molex Mega Fit Steckers im Limited Power Input lassen sich 3x23 Ampere einspeisen. Das heißt, wir haben fast 70 Ampere, die wir über diesen Stecker problemlos in die Stufe kriegen. Realistisch sind so ca. 800 Watt damit möglich, was in einem Multi-Channel-System heißt, wenn wir da Mitteltöner, Hochtöner und Tieftöner antreiben, in der Regel mehr als ausreichend ist. Natürlich mit 100% Kupfer und nicht mit so einem komischen kaschierten Aluscheiß. Genau. Eine Sache haben wir, 2 Sachen haben wir tatsächlich noch nicht. Wir haben hier einmal die Status-LEDs, das heißt wir sehen, haben wir Strom, haben wir einen Fehler und ist Bluetooth verbunden. 3 LEDs, Farben sind relativ klar. Hier an der Stelle haben wir ein Remote-In, das heißt wenn wir tatsächlich ein Radio haben, was ein Remote-Signal generiert, können wir einfach hier reingehen, da unten. Wir haben einen Ausgang für Remote, das heißt an der Stelle klar, können wir auch ein Remote-Signal generieren mit dem DSP und dann entsprechend hier das Remote für andere Endstufen zur Verfügung stellen. Wir haben einen Anschluss für einen externen Lüfter. Externen Lüfter werdet ihr denken, oh oh, jetzt wird's laut. Die Stufe hat bereits 2 Lüfter integriert, das heißt die Stufe zieht vom Boden Luft an und pustet die durch diese Lüftungsschlitze hier wieder raus. Das heißt, eigentlich ist die Endstufe schon temperaturgeregelt, das heißt, die Lüfter sind temperaturgeregelt, drehzahlabhängig, das heißt, wenn es ein bisschen warm wird, fangen sie an ein bisschen zu drehen. Wenn ganz, ganz warm wird, fangen die natürlich auch ein bisschen mehr zu drehen. Ich habe die tatsächlich noch nie gehört, das heißt, da braucht man sich nicht wirklich Sorgen machen. Eine Sache, wo ich wirklich keine Alternative auf dem Markt kenne, die sowas hat, ist der Mode Present Switch. Heißt, wenn ihr tatsächlich diesen Pin hier auf Masse legt, das heißt das, was hier rausgeht, einfach auf Masse haltet, dann wird das Preset umgestellt. An der Stelle gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. 2, die mir so einfallen, sind einmal natürlich, wenn wir am Cabrio verdeckten Schalter einfach einbauen und den da drauflegen. Dann haben wir die Möglichkeit, sobald das Cabrio aufgefahren wird, automatisch das Preset zu ändern in ein Cabrio Preset und wieder zurück. Die Alternative ist am Sitz. Das heißt, wenn man 2 Fahrer hat, wenn der zweite Fahrer, Fahrerin viel kleiner ist, viel größer ist und die Sitzposition eine ganz andere ist, kann man auch da einen Taster dranhängen und dann tatsächlich sagen, okay, wenn der Sitz umgestellt wird, dann legt das einmal kurz auf Masse und dann wird das zweite Preset geladen. Und dann hat man tatsächlich, je nachdem, wo man sitzt oder ob das Dach auf ist oder zu, das richtige Preset geladen. Coole Funktion, die ich bisher noch nie irgendwo gesehen habe. Okay, das sind die Anschlüsse. Das heißt, hier unten befinden sich alle Anschlüsse für die ESX, genauso wie bei der Stealth. Das heißt, ich kann das Teil problemlos so an mein Auto befestigen und dann von unten einfach mit allen Kabeln reingehen. Das ist ganz cool. Die Kabel, die dabei sind, gucken wir mal kurz an. Das hier sind einmal die, was ist das? 8. Das sind die Lautsprecherausgänge, die wir hier haben. Stecken wir mal kurz rein. Dann haben wir 8 High-Level-Eingänge. Ich stecke es mal nicht ganz rein, weil ich keine Lust habe, das gleich wieder rauszufummeln. Hier sind tatsächlich die Anschlüsse für Strom zusätzlich und die 2 Power-Lautsprecher. Hier einmal die Pins für den Remotes und hier einmal die Pins für die Inputs. So sieht es quasi voll bestückt aus. Was uns natürlich noch fehlt, ist hier einmal USB für den Computer. Da haben wir auch ein richtig langes Kabel mit dabei. Jetzt müssen wir nur mit der Antenne gucken. Das heißt, das können wir reinstecken. Optisches Kabel fehlt noch, Stromverbindung fehlt noch und der Remote fehlt noch. Remote hätte ich zufällig gerade da. Remote können wir auch anschließen. Remote an der Stelle ist natürlich die Fernbedienung. Das heißt, dieser DSP hier in dieser Endstufe lässt sich auch über einen externen Remote Controller steuern. So, jetzt fehlen nur noch Strom und optisch, dann haben wir tatsächlich alles belegt. Bei mir wird es halt so sein, dass ich den High-Level-Input nicht brauche. Speaker werde ich logischerweise schon brauchen. Hier die Limited Power Inputs, das heißt die beiden, die werde ich mir wahrscheinlich auspinnen, weil die brauche ich an der Stelle auch nicht und einfach nur so Kabel hier rumhängen ist auch doof.
Lautsprecherausgänge werde ich natürlich benutzen, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Auch hier Mode Switch weiß ich noch nicht, ob ich den sinnvoll nutzen kann, aber Remote In, Remote Out sind auf jeden Fall sinnvoll. Die Fernbedienung werde ich auch nutzen, die werde ich euch nachher nochmal präsentieren. USB zum Einstellen, auch tatsächlich eine Sache, die wir uns in den nächsten Videos angucken. Das heißt, ich werde euch die einzelne Software einmal präsentieren. So, und jetzt haben wir noch den Low-Level-Input und hier hat sich tatsächlich ein grüner versteckt. Wer bist du und was machst du? Das ist ganz einfach. Ich habe gerade gesagt, wir haben hier 8 Low-Level-Eingänge. Das sind die 8 Eingänge. Und wir haben tatsächlich einen Ausgang, weil diese Endstufe hat ja 11 Kanäle und der DSP hat 12 Kanäle. Und das ist hier tatsächlich der Sub-Out. Das heißt, hier dran kann man dann die Subwoofer-Endstufe, am besten Monoblock, anschließen, um ja, dann den Subwoofer zu betreiben. Das ist ganz cool. Wenn wir uns jetzt also angucken, was für Möglichkeiten haben wir denn jetzt mit diesem DSP? Weil Endstufe haben wir jetzt quasi schon durch, 11 Kanal, alles super. Aber der DSP hat insgesamt 10 Eingänge. Das heißt, der DSP hat 8 Analog-Eingänge, Low-Level oder High-Level, eins von beiden, könnt ihr euch aussuchen. Dazu hat der DSP einen optischen Eingang und einen Bluetooth-Eingang. Das heißt, insgesamt haben wir 10 Kanäle, 10 Eingangskanäle, den dieser DSP hier verarbeiten und routen kann. Für jeden dieser Eingangskanäle gibt es ein Eingangs-EQ, ein 31-Band-Eingangs-EQ. Frei, parametrisch, allem drum und dran. Das heißt, wir können jeden von diesen 10 Eingangskanälen frei mit 31 Parametern bearbeiten. Dann hat der DSP ja 12 Ausgangskanäle. Und jeden dieser 12 Ausgangskanäle können wir mit einem 31-Band EQ steuern. Das heißt, wir haben 10 mal 31 Bänder im Eingang und 12 mal 31 Bänder im Ausgang. Das sind 22 mal 31 EQ-Bänder, die dieser Prozessor hier insgesamt verarbeitet. Beziehungsweise da sind 2 Prozessorchips drin, dementsprechend daher nimmt er erst die Performance, um sowas abzubilden. Aber es ist halt einfach eine schiere Menge an Kanälen, die hier drin verarbeitet werden können. Eine Sache will ich euch nicht vorenthalten. Vor dieser Deckplatte versteckt sich noch was und deswegen machen wir die einmal kurz auf. Was haben wir denn hier insgesamt? Mein Gott. Okay. Hier gibt es Sachen, die man jetzt noch einstellen kann, die man in der Software nicht einstellen kann, weil wir die hier tatsächlich per Hardware regeln. Was haben wir? Ich muss sagen, das meiste, was wir hier sehen, bezieht sich tatsächlich auf die Analog-Eingänge und die auch noch zum Teil im High-Level. Das heißt, wir fangen einfach mal von rechts an. Wir haben hier für Kanal 1 bis 8 immer paarweise die Level-Inputs für die Analog-Sachen. Das heißt, sowohl für die Low-Level als auch für die High-Level können wir hier entsprechend die Level-Inputs einstellen. Danach haben wir hier das gleiche, das heißt wieder 4 Stück, jeweils paarweise, Kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Input-Load. Warum soll man hier die Input-Load einstellen? Die Input-Load, die wir hier sehen, können wir einstellen zwischen 10, 150 und 600 Ohm. Wofür brauchen wir das? Wofür ist das gut? Wann sollten wir was machen? Das ist relativ einfach. Wenn wir hier zum Beispiel einfach nur statt den Lautsprechern, die wir standardmäßig im Auto haben, das heißt, wir haben eine Head-Unit, die geht zu Lautsprechern und da hängen wir dann quasi anstatt dieser Lautsprecher diese DSP-Endstufe dran. Dann sollten wir einfach auf 10 umgehen. Das passt für die meisten Autoradios problemlos und die Autoradios würden dann halt auch verstehen, okay, hier hängt tatsächlich ein ganz normaler Lautsprecher dran, würden keinen Fehler schmeißen, alle wären glücklich. Wenn wir werkseitiges Soundsystem installiert haben, zum Beispiel von VW, Audi, Skoda oder auch andere mit Verstärkern, dann ist es sinnvoll,
hier an der Stelle auf 150 Ohm zu gehen, um die entsprechenden Verstärker ein bisschen zu entlasten, weil 150 Ohm, dann ist der Strom halt nicht mehr so groß. Wir haben nicht mehr so großen Strom, der hier in diese Endstufe reingeht, und sind an der Stelle aber trotzdem safe von den Werten. Die 600 Ohm Variante, das heißt den Schalter hier in die Mitte zu stellen, das ist empfehlenswert bei werkseitigen Soundsystemen von BMW. Und wenn wir aber zum Beispiel neben einem Lautsprecher, also wir lassen den Lautsprecher drin, wollen aber trotzdem hier quasi den Signal abgreifen, dann stellt das auf 600 Ohm, weil wenn wir das halt dann auf 600 Ohm stehen haben, dann, also so ein normaler Lautsprecher hat 4 Ohm, wenn wir da halt 600 Ohm parallel dazu hängen, dann ist das kaum merkbar für den Verstärker, der da dran hängt, und wir können aber trotzdem hier brauchbar das Signal abgreifen. Dann haben wir 4 weitere Schalter, und zwar die Input Voltage für Pärchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Voltage ist eigentlich nur einzustellen, wenn wir halt wirklich ein Standardradio haben, beziehungsweise OEM-Steuergerät, dann lassen wir in der Regel auf 2 bis 15. Die 15 bis 40 Volt sollten wir hier wählen, wenn wir tatsächlich werkseitig einen OEM-Verstärker haben und das Signal erst danach abgreifen. Dann ist die Leistung halt höher, dann gehen wir halt auf 15 bis 40 Volt. Und dann gibt es noch eine einzige Sache, das kennt ihr aber wahrscheinlich schon von dem einen oder anderen DSP. Und zwar kann man hier unseren Remote, also unseren Turn-on-Mode, das heißt, woher soll dieses Gerät hier wissen, dass es angehen soll und woher nicht. Und das ist relativ einfach. Wenn wir das auf Off schalten, dann geht die Stufe ganz normal an, wenn wir über das Remote in Strom reintun, und geht aus, wenn wir da was raustun. Wenn wir Fox wählen, quasi hier nach rechts gehen, dann ist es so, dass es sinnvoll, wenn wir Low Level haben, das heißt, wenn wir ganz mal per Cinch reingehen und der DSP erkennen soll, dass da quasi was eingeschaltet wurde. Und wenn wir per High Level reingehen, dann wählen wir DC, weil dann kann sich das Gerät tatsächlich den Spannungsanstieg anschauen, ob hier was passiert, und geht dann entsprechend an. Das heißt, diese 3 Einstellungen haben wir hier. Damit wäre das hier alles von dem Advanced Error Protection System von der ESX Vision VE 1300.11 SP. Deswegen, ich mache den Deckel wieder drauf und dann sprechen wir über weitere lustige Sachen. Doch was lockt mich denn jetzt an dieser Endstufe so sehr? Beziehungsweise wofür braucht man 11 Kanäle und wofür braucht man 12 DSP-Kanäle? Also erstmal beeindruckend ist natürlich der DSP, der hier eingebaut ist. Das ist jetzt halt kein Low-End DSP. ESX hat in ihrem Portfolio auch ein QL812 SP. Das ist ein wirklich sehr, sehr ausgewachsener Digital-Soundprozessor mit allen Möglichkeiten, die man sich halt so vorstellen kann. Ein wirklich sehr, sehr high-endiger DSP. Und genau diesen DSP haben die einfach in dieses Gehäuse hier reingepackt. Einfach 1:1. Nicht irgendwie gesagt, okay, wir sparen uns jetzt irgendwelche Verarbeitungsschritte, Bestandteile, Bauteile etc. Sondern den haben sie einfach damit reingeflanscht. In diese Endstufe. Einfach mit drin. Komplett der DSP, der an sich schon echt viel kostet. Dann haben die sich halt sehr viel Mühe gegeben beim Design. Wir haben jetzt 9x100 Watt und 2x200 Watt. Wir haben jetzt 11 Kanäle. Was will ich mit 11 Kanälen plus ein Subwoofer? Als Subwoofer brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Wenn wir halt wirklich was Poweriges nehmen, dann nehmen wir halt einen Monoblock, irgendwas, was wir noch da liegen haben, hauen da halt richtig schön eine Sub-Endstufe dran, weil beim Subwoofer, wenn der tatsächlich ausschwingt, also wenn er quasi seinen Impuls kriegt, zurückkommt, dann brauchen wir da mehr Kontrolle, wir brauchen Dämpfungsfaktor an der Stelle. Das kann die Stufe in der Größe so. Ja, man kann damit natürlich auch irgendwie Subwoofer betreiben, aber dafür ist sie nicht gemacht. Die ist gemacht für aktuelle Autos. Das heißt, wenn wir wirklich
ein Dreiwege-Frontsystem mit Center und ein Zweiwege-System hinten fahren, dann sind wir tatsächlich schon bei, das Dreiwege-Frontsystem sind 6, plus der Center sind 7, plus hinten 2, dann sind wir halt bei 11. Und da haben wir schon 11 Kanäle. Das ging ja schnell. Und an der Stelle kann man das natürlich auch super matchen. Man kann, wenn man ein Dreiwege-Frontsystem hat und eins davon halt irgendwie ein Tieftöner unterm Sitz ist, dann hänge ich die natürlich an die dicken Ausgänge hier. Das heißt, dann kriegen die 200 Watt. So kann man sich halt wirklich bunt austoben, wie man es halt wo, warum haben will. Und dann kann man halt auch mal diese 1300 Watt aus dieser Endstufe entnehmen. Das Tolle an dieser Endstufe ist, dass die 1300 Watt auch entnehmbar sind. Es ist nicht bei allen Herstellern so, dass die tatsächlich das liefern, was sie wollen. Das heißt, klar, wenn man die Kanäle einzeln misst, wird jeder Kanal gleich viel bringen. Aber wenn man jetzt alle Kanäle gleichzeitig misst, dann sollte auch das drauf rauskommen, was drauf steht. Das ist nicht immer so, an der Stelle ist es so. Also schon mal sehr, sehr geil. Befestigungsmöglichkeiten habe ich euch gar nicht gezeigt. Ihr seht hier diese wunderschönen Schrauben. Da 4 Stück. Das sind tatsächlich nur so, die sind ca. 1 cm dick. Kann man rausschrauben und dann kann man hier quasi durchschrauben und dann kann man die Endstufe quasi unscheinbar befestigen, sodass man gar nicht sieht, dass die irgendwo fest ist. Total cool. Auch eine coole Überlegung auf jeden Fall. Ja, was mache ich jetzt damit? Ich habe eigentlich ja alles, was ich in meinen Autos drin habe, schon brauchbar installiert und fertig gemacht. Aber mehr haben ist immer besser. Und ja, ich werde sicherlich nicht 11 Kanäle plus Subwoofer irgendwie bei mir im Smart sinnvoll nutzen können. Außer ich mache mehr Atmos, Deckenlautsprecher rein oder sonst was. Aber allein wegen dem DSP, den Möglichkeiten des DSPs, worauf ich in einem weiteren Video drauf eingehen werde, was man da alles machen kann. Auch die Oberflächen und so werde ich euch zeigen. Problem aktuell ist, das Gerät ist so frisch und so heiß, dass die App noch nicht fertig ist. Also auf dem PC funktioniert sie schon, deswegen ich werde wahrscheinlich im nächsten Video einmal so DSP-Software auf dem Computer zeigen. Aber die App für iOS und Android kennen das Gerät noch gar nicht. Wie gesagt, das gibt es noch nicht. Aktuell, wenn ihr das Video seht, was gibt es jetzt für Marktbegleiter zu der Endstufe? Also es ist jetzt nicht die einzige Endstufe, die 10 plus Kanäle hat. Also man muss halt schon gucken, okay, ist jetzt ein 12-Kanal DSP drin, also gucken wir, was gibt es so auf dem Markt. Und es gibt meiner Meinung nach aktuell ca. 3 Konkurrenten, Marktbegleiter, wie auch immer. Eins ist die Helix V12. Eine schöne Endstufe aus dem Haus Audiotech Fischer. Größen als, ja, wird nicht viel größer sein. Ähnliche Leistungswerte. Kann man in Erwägung ziehen. Ansonsten gibt es aus dem Hause Audiodesign gibt es noch die Musway M12. Auch eine sehr, sehr schöne Endstufe. Kommt mit dem DSP nicht ganz so ran. Und dann gibt es noch die Audison AF M12 14-Bit. Auch eine sehr schöne Endstufe. Dort kann man, wenn mich nicht alles täuscht, Kanäle berücken. Dafür sind die einzelnen Kanäle, glaube ich, nicht so powerful. Ja. Das heißt, der Markt ist überschaubar, was es tatsächlich so für 12-Kanal-Systeme gibt. Eigentlich hatte ich hier nur 11 Kanäle plus einen für den Sub, aber wie gesagt, den Grund habe ich ja schon erzählt. In den nächsten Wochen werde ich erstmal dieses schöne Gerät hier ans Netzteil anschließen und dann einmal tatsächlich eine Trockenübung machen. Das heißt, einmal die DSP-Software zeigen, gucken, wie man sich mit Bluetooth darauf verbindet, wie da Musik rauskommt und so weiter und so fort. Die nächsten Schritte werden sein, das Gerät soll tatsächlich in mein Smart, das heißt, meine Eaton Stealth wird erstmal rauskommen und dafür wird diese Endstufe hier eingebaut werden. Theoretisch ist diese Endstufe sogar der Nachfolger von der Eaton Stealth, weil beide Endstufen wurden vom gleichen Entwickler entworfen. Jetzt hat die Eaton Stealth halt 7 Kanäle, von denen ich 6 brauche. Die hier hat halt 11 Kanäle,
von denen ich dann immer noch 6 brauche. Aber haben ist wie immer besser als brauchen. Dementsprechend, falls ich noch auf die Idee komme, irgendwo Lautsprecher einzubauen oder irgendwann gegebenenfalls auch das Auto wechsle, dann habe ich auf jeden Fall genug Reserve an der Stelle. Wenn ihr irgendwas über diese Hotel-Endstufe wissen wollt, wenn ich da irgendwas mit ausprobieren soll, wenn ich da irgendwas daran anschließen soll, schreibt mir einfach in die Kommentare und ich werde es für euch rausfinden. An der Stelle bedanke ich mich erstmal und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei einem weiteren Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüssi.